Hier auf der Integrated System Europe 2025 in Barcelona stellt Telecam seine neue 1 Zoll PTZ-Kamera vor. Diese Kamera überzeugt durch ein ganz besonders schönes Bild, so muss man sagen. Denn dieser große Sensor, mit 1 Zoll ist er deutlich größer, als was PTZ-Kameras typischerweise haben, ermöglicht ein Bild, was einfach viel mehr anspricht. Das hängt einerseits damit zusammen, dass der größere Sensor auch dazu führt, dass etwas mehr Bokeh existiert. Das heißt, man hat automatisch ein bisschen eine Unschärfe im Hintergrund. Und gleichzeitig ist es aber auch so, dass dieser Sensor einfach schönere Farben hat. Das hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass hier ein Sony-Sensor verbaut wurde, der noch einen weiteren Vorteil hat oder weitere Vorteile, muss man sagen. Nämlich einerseits hat er Phasendetektion. Das ist jetzt ein sehr technischer Begriff dafür, dass er einfach perfektes Autofokus beherrscht. Das heißt, im Unterschied zu den sonst üblichen Kontrast-Autofokus-Verfahren, wo im Bild nach Kanten gesucht wird und die Kamera verstellt sozusagen den Fokus dann ein bisschen in die eine, ein bisschen in die andere Richtung und schaut, wann dieser Kontrast einen möglichst hohen Wert erreicht. Weil dann heißt es, das Bild ist scharf. Bei der Phasendetektion ist es anders. Da ist es so, dass die Kamera immer weiß, wie weit das Objekt, auf das es jetzt scharf stellen soll, entfernt ist. Das heißt, es fährt eben nicht suchend in die Schärfe, sondern es fährt in die Schärfe. Und der Unterschied, der ist natürlich eklatant wichtig. Das ist auch etwas, was einen, glaube ich, generell immer ein bisschen nervt, wenn man Kameras hat, die im Autofokusbereich eben nicht besonders schlau sind und ein bisschen pumpen, also eben hin und her fahren. Zum anderen ist es aber auch so, wenn ich jetzt eine Kamera habe, die einfach generell mehr Unschärfe im Bild ermöglicht, was ja ein gestalterisches Element ist, dann heißt es natürlich auch, dass das Bild auch unscharf sein kann. Und das möchte ich ja nicht. Ich möchte ja, dass das, worum es geht, die Person im Bild, scharf ist. Und eben gerade die Kombination mit dem Auto-Tracking, dass also eine Person verfolgt werden kann, und dazu haben wir ja schon ein sehr ausführliches Video gemacht. Telecam bietet diese Technik ja bei vielen PTZ-Kameras bereits an. Aber in der Kombination, dass eben die Kamera weiß, aha, da ist eine Person, die ist im Fokus, die verfolge ich und die stelle ich scharf, mit dieser Technik der Phasendetektion, das ist einfach super. Ja, und ein weiterer Vorteil dieses Sensors ist die hohe Lichtempfindlichkeit. Dadurch ist es einfach möglich, in Lichtsituationen, in denen man sonst mit einer PTZ einfach nicht mehr arbeiten kann, weil es wahnsinnig rauschen würde oder weil man schlicht und ergreifend nichts mehr sieht, selbst da kann ich noch gut arbeiten. Und ja, da gibt es dann noch 2 Zusätze. Es ist nämlich so, dass normalerweise bei diesen Kameras ein Infrarotfilter eingebaut ist. Das ist einfach ein mechanischer Filter, der ist vor der Linse sozusagen oder vor dem Sensor. Er verhindert, dass Infrarotlicht mit auf den Sensor kommt und dadurch den Bildeindruck verfälscht. Es ist allerdings so, wenn ich die Kamera jetzt einsetzen möchte, gerade in besonderen Situationen, wie zum Beispiel bei Tierbeobachtung oder jetzt auch im Polizeibereich bei irgendwelchen Überwachungen oder selbst ja für Reality-TV-Serien, Big Brother, wo also auch bei der Nacht gefilmt werden soll und man noch was erkennen soll, kann ich bei der Kamera mechanisch diesen Infrarotfilter rausfahren, dann wird das Bild schwarz-weiß. Ich kann aber dann mit Infrarot-Scheinwerfern arbeiten und habe es wirklich, obwohl es finstere Nacht ist, taghell. Das ist mit der Kamera möglich und dann gibt es noch einen weiteren Filter und der hängt eben damit zusammen, weil die Kamera einerseits so ein schönes Bokeh machen kann und andererseits eben sehr lichtstark ist. Manchmal habe ich nämlich einfach zu viel Licht. Wenn ich zu viel Licht habe, was mache ich dann? Dann zwicke ich die Blende und wenn ich die Blende zwicke, dann ist meine Schärfe entsprechend also das, was ein Bokeh eben ausmachen würde, das verschwindet dann. Damit ich aber trotzdem auch bei viel Licht noch ein schönes Bokeh zustande komme, brauche ich einen ND-Filter. Und den ND-Filter, der in dem Fall 4-stufig ist, also einmal nicht vorhanden, transparent und dann 3 weitere Stufen, die die Lichtmenge entsprechend reduzieren. Und auch das lässt sich eben direkt hier über das Interface der Kamera ansteuern. Und so kriege ich in jeder Lichtsituation ein wirklich perfektes Ergebnis. Das ist eigentlich der ganz wesentliche Hauptvorteil dieser Kamera. Wir haben ja schon vorgestellt die Explore SE Kamera. Das ist jetzt die Explore.
SE steht ja typischerweise für Special Edition, also die ist so ein bisschen vielleicht abgespeckt. In dem Fall ist es tatsächlich so, dass diese ganzen Anschlüsse auf der Rückseite, die ja schon bei der Explorer SE außergewöhnlich zahlreich waren und auch sehr, sehr hilfreich, weil ich wirklich jede Art von Anschluss, die es überhaupt technisch nur gibt, hier finde. Das ist bei der Explorer genau dasselbe. Also im Prinzip habe ich das gleiche Gehäuse und auch die gleiche Mechanik. Der Unterschied ist aber eben die Optik. Ich habe einmal jetzt bei der Explorer nur noch, in Anführungsstrichen, weil das ist trotzdem noch sehr, sehr viel, ein 20-fach Tele. Bei der Explorer SE habe ich ein 30-fach Tele und ich habe aber eben hier dann entsprechend jetzt diesen sehr viel besseren, lichtstarken Sensor. Ja, der Nachteil in gewisser Weise dieser Kamera ist der Preis, denn der ist deutlich höher. Wir sehen hier $6.000, 6.000 Euro. Da liegt der Preis zuzüglich Mehrwertsteuer. Und da muss man jetzt sagen, dass es im Vergleich zu den sonst anderen PTZ von Telecam ein deutlicher Preissprung ist. Wenn man aber jetzt das Marktsegment sich mal anschaut, welche Hersteller denn PTZ anbieten mit so einem großen Sensor und eben auch diesem Look und den entsprechenden Bildmöglichkeiten, dann ist dieser Preis sogar schon wieder relativ günstig. Ja, und wir, Magic Multimedia, wir sind ja Distributor der Telecam PTZ-Kameras in den deutschsprachigen Ländern, Deutschland, Österreich und Schweiz. Und ja, hier ist es jetzt so, dass wir uns überlegt haben, ein spezielles Programm zu machen, nämlich ein Trade-in-Programm. Ein Telecam Try-and-Trade-in-Programm. Klingt jetzt sehr, sehr technisch, ist aber eigentlich sehr einfach. Nämlich, die Kamera ist vor allem eigentlich für die Leute interessant, die schon PTZ als Kamera kennen und das eben auch nutzen. Und jetzt ist es so, dass viele haben vielleicht vor einigen Jahren schon eine PTZ angeschafft, wo eben diese optischen Eigenschaften so noch gar nicht am Markt verfügbar waren. Und auch die elektronischen, dass ich eben, ja, ich sag mal, diese Vielzahl von Anschlüssen habe, aber eben auch einfach diese Bildqualität rauskriege, dass ich das Auto-Tracking habe. Und deshalb bieten wir ein Programm an, wo man sich die Kamera nach Hause kommen lassen kann, ins Büro, ins Studio und man kann sie eben testen gegen seine existierende PTZ. Und wir gehen davon aus, dass dieser Test sehr erfolgreich sein wird, dass eben dann viele sich auch entscheiden, den Umstieg zu machen von ihrer alten PTZ auf diese neue, weil das Ergebnis einfach so viel besser ist und eben auch in vielen Situationen, wie gerade bei wenig Licht, einfach einen ganz großen Unterschied macht. Und um das ein bisschen attraktiv zu gestalten, nehmen wir eben dann die alte PTZ-Kamera in Zahlung. Das machen wir jetzt nicht pauschal, so sagen, da kriegt jeder den Betrag X, sondern wir machen es davon abhängig, was ist das für eine PTZ, in welchem Zustand ist die und geben dann hier ein ganz faires Angebot ab. Aber auf die Art und Weise besteht eben die Möglichkeit eines Upgrades. Ist ja im Softwarebereich üblich, im Hardwarebereich ist es immer ein bisschen komplizierter. Man könnte auch eine Abwrackprämie oder so, das Ganze so bezeichnen, für PTZ. Also das ist das Telecam Try-and-Trade-in-Programm, was wir als Magic Multimedia jetzt so ausrufen. Und wir freuen uns auf Ihre Anfrage, wir freuen uns über Ihr Interesse, wenn Sie die Kamera eben mal selber testen wollen. Und wie gesagt, wir können sie nur wärmstens empfehlen. Und ja, mit diesen Eindrücken von der ISI aus Barcelona zurück zu Ihnen und alles Gute und vielen Dank für Ihr Interesse.